Korrektur oder doch nur kleines Päuschen? Bleiben die Zinsen womöglich doch oben? Und diese Geldidee schlägt überraschend deutlich den Markt. Servus und herzlich willkommen zum Mission Tuesday. Ausnahmsweise starten wir heute nochmal Dienstag statt Montag in die neue Börsenwoche. Das hat einen sehr profanen und äußerst ärgerlichen Grund. Matze, der Man hier hinter der Kamera, dem haben es gestern das E-Bike direkt von der Terrasse runtergeklaut und der war den halben Tag mit Polizei und Versicherungen beschäftigt. Ihr kleinen Diebe, Schmarotzer da draußen, ehrenloses Pack seid ihr. Für alle anderen, die in der Großstadt wohnen, es hieß wohl von der Polizei, es sind wieder ziemlich viele Banden mit Transportern unterwegs, die überall von den Terrassen Radl runterklauen. Also, wenn ihr in der Großstadt wohnt, in der Zukunft immer das Ding in die Garage packen, dann gibt es nicht ganz so viel Ärger. Jedenfalls starten wir jetzt heute hier durch mit Börsenwoche Nummer 15. Die zwei großen Fragen, die uns natürlich jetzt im Moment umtreiben, sind, bleibt die Inflation und damit auch die Zinsen womöglich doch weiterhin hoch und haben wir den Beginn einer Korrektur oder war das nur ein kleines Verschnaufpäuschen die vergangenen Tage oder vor allem in der vergangenen Woche? Jedenfalls wird das Lager derer, die der Meinung ist, so langsam aber sicher kommen wir ein bisschen ans Ende dieser kleinen lustigen Hoss, wird immer größer. Jetzt gesellte sich auch Jamie Dimon, der JP-Morgan-Chef, dazu. Auch er sieht die Bewertung eher am oberen Ende angekommen und mahnt natürlich ein wenig zur Vorsicht. Das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu nach der ganzen Rallye. Auch Bert Flossbach von Storch ist der Meinung, dass die Luft so langsam dünner wird und man vielleicht hier und da mal ein wenig vorsichtiger sein müsste. Wie gesagt, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend und heißt ja auch nicht, dass es morgen schon richtig wieder bergab geht. Nur vielleicht sollte man nicht gerade einen 10er Hebel Long im Moment reinnehmen und das Ganze auf Pump, aber das macht sowieso immer keinen Sinn. Interessant fand ich eigentlich, das ist aber schon wieder 2 Wochen her, das Zitat, die nächste Korrektur kommt aus dem Nichts, das wurde ganz schön hoch und runter getrieben auf Finanz, Social Media, so will ich es mal nennen. Das ist natürlich wahnsinnig überraschend, denn Korrekturen kommen doch eigentlich irgendwie immer aus dem Nichts, oder Matze? Das ist nämlich, glaube ich, die Natur der Sache, weil wenn sie sich ankündigen würden, dann werden sie wahrscheinlich so nicht eintreffen. Anyway, kümmern wir uns mal lieber um die laufende Woche und gehen das mal der Reihe nach durch. Und da fangen wir wie gewohnt an dieser Stelle an mit Markttechnik und Sentiment. Und das passt ganz gut dazu, zu dem Thema Verschnaufpause oder geht es vielleicht doch auch schnell wieder weiter. Denn wir haben es die letzten Wochen immer mal wieder gesagt, Bullenmärkte laufen einfach doch immer länger, als man das so gemeinhin glaubt. Dazu mal ein wenig neue Statistik von Carlson Research. Und da gab es nämlich ein neues kleines Signal, denn steigt der Markt um mehr als 25% in 100 Handelstagen, dann ging es in der Folge munter so weiter. Im Median in den kommenden 12 Monaten sogar um mehr als 13% und das in mehr als 90% aller Fälle. Einzige große Ausnahme war natürlich 1989, da hat es nicht wirklich funktioniert. Naja, wie gesagt, es soll nicht heißen, dass man jetzt hier den Zählerhebel Long nimmt, wobei man muss es extra deutlich sagen, Matze ist nämlich der Erste hinten am Handy, der sich sofort einen raussuchen würde, weil er muss ja jetzt sein E-Bike wieder reinholen. Aber Spaß beiseite, natürlich sollten wir immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass die mahnenden Stimmen, die da jetzt peu à peu aufkommen, dass die Luft etwas dünner wird, nicht von ungefähr kommen, denn wir haben es ja an dieser Stelle auch immer mal wieder gesagt, Sentimentindikatoren sind viele am Anschlag gewesen, auch wenn sich das ein wenig beruhigt hat. Aber es zeigt eben auch, es ist sehr viel Optimismus in dem Markt und die Sorgenlosigkeit, was die kommenden Monate an Erwartungen angeht, nimmt nach wie vor weiter zu. Mal als Beispiel der gute alte Verband der aktiven Anleger in den USA. Die Bullen haben ja schon seit längerem die Oberhand, das haben wir hier die letzten 4-6 Wochen immer mal wieder gezeigt mit aktuellen Werten und Statistiken. In Rot sehen wir jetzt hier mal den gleitenden Durchschnitt der Bullen bei der Bulle-Bär-Umfrage des Verbandes. Und da kommen wir so langsam aber sicher auf ein Niveau, auf dem es in der Vergangenheit immer wieder eben zu doch auch deutlicheren Rücksetzern kam. Noch eine Spur sorgenloser sind im Moment die aktiven Investmentmanager in den USA. Auch hier gibt es ja einen bekannten Verband dafür, denn die sind inzwischen in ihrer Gesamtpositionierung netto unterm Strich long. Das war nämlich zuletzt der Fall im Sommer 2021.
In der Zwischenzeit waren wir immerhin zweimal sehr nahe dran, dass sie netto long sind, nur nicht knapp drüber. Und zwar im Frühjahr und im Herbst vergangenen Jahres. Auch da nimmt also die Überzeugung zu, dass es nur noch eine Richtung geben kann an der Börse, und zwar nach oben. Und das ist im Zweifel nie der allerbeste Moment, um besonders euphorisch zu werden. Allerdings könnte man natürlich auch noch rein interpretieren, es könnte natürlich auch die Verzweiflung sein, dass man weitere Kursanstiege auf keinen Fall verpassen darf, weil sie müssen ja auch ihren Kunden ein wenig Rendite bieten. Und damit kommen wir gleich zum Bigger Picture, und da kann man natürlich jetzt umreißen, die Weltwirtschaft schellt einen Gang hoch, erholt sich doch deutlich spürbar wieder, wenn man so die aktuellen Zahlen anschaut. Und damit kommen wir natürlich in diese Diskussion, wird denn das mit der Desinflation weiter so funktionieren, vor allem in den USA? Und wird das so mit den Zinsen dann so funktionieren, wie sich das alle erhoffen und erträumen in diesem Sommer? Dazu nachher in den Terminen mehr, denn es stehen ja diese Woche auch noch Inflationszahlen an. Jetzt aber erstmal rüber zur Weltkonjunktur. Und da gab es nämlich doch diese Woche oder vielmehr in der vergangenen Woche einige Neuerungen, was die Einkaufsmanager-Indizes überall auf der Welt angeht. Sind nun mal doch wichtige Frühindikatoren, die so ein bisschen anzeigen, ob denn in der Wirtschaft ein Aufschwung oder eben eher nicht zu erwarten ist. Jedenfalls ist der globale Industriesektor endlich zurück auf Expansionskurs nach einer sehr langen Zeit unter der Schwelle von 50, die ja eben Kontraktion zeigt. Über 50 erwarten die befragten Einkaufsmanager eben Wachstum. Der ist vor 4 Wochen ja schon mal knapp ins Plus gehopft und ist jetzt quasi, hat sich da stabilisiert, ist also weiter gestiegen. Heißt, die Einkaufsmanager bewerten die Lage nach wie vor deutlich besser und rechnen wieder mit anziehendem Geschäft. Und es zeigt sich vor allem natürlich auch bei einem, wenn wir zum Thema Welthandel kommen, großen Sorgenkind. Und nein, das ist nicht Deutschland, auch wenn sich da auch die Lage ein wenig bessert, sondern es ist natürlich vor allem China, denn auch da haben sich die ganzen Indikatoren nach wie vor leicht verbessert. Eine zarte Erholung bei den Einkaufsmanager-Indizes sieht man nämlich, und zwar nicht nur bei den offiziellen Erhebungen, sondern auch bei den privaten Erhebungen. Auch die sind alle im Plus, und zwar auch die industriellen. Das heißt natürlich nicht, dass China jetzt schon wieder Wachstumsraten jenseits von Gut und Böse erreichen wird, aber zumindest wird es wieder etwas mehr die Rolle der Konjunkturlokomotive übernehmen. Und das ist natürlich vor allem für deutsche und europäische Exportwerte nicht ganz unwichtig. Und wo wir gerade bei der globalen Industrie waren, kommen wir mal in die USA zum ISM, Einkaufsmanager-Index. Auch der kam in der vergangenen Woche raus. Und der Industriesektor ist zum ersten Mal seit dem Jahr 2022 wieder über die Schwelle von 50 gestiegen. Der Dienstleistungssektor war ja nonstop eigentlich auf Wachstumskurs, aber eben auch die Industrie erholt sich in den USA langsam aber sicher wieder. Abschließend noch einen Frühindikator, auf den sehr viele Volkswirte schauen als Frühindikator, und zwar sind es die Einkaufsmanager-Indizes von Taiwan und Schweden. Klingt ein bisschen komisch, aber sind beides natürlich Länder, die sehr zyklisch und sehr exportorientiert unterwegs sind und natürlich dadurch, dass sie kleiner sind, auch etwas dynamischer daherkommen. Deswegen hat man das so als Frühindikator sehr häufig auf dem Schirm. Und Schwedens Industrie ist neuerdings, und das nach einer Talfahrt von 19 Monaten, erstmals jetzt wieder über der 50er-Schwelle. Und damit sind wir bei den Terminen in dieser Woche. Das ist eigentlich schon wieder Teil von Bigger Picture, denn da ist einiges, was das Gesamtbild so ein wenig abrundet. Vorneweg, das ist nicht der wichtigste Termin. Es ist am Donnerstag EZB-Zinsentscheid. Da wird natürlich eher interessant, was Madame Monetaire, wie Robert Halver sie immer sehr gerne nennt, denn an Rhetorik auspackt. Und das so ganz alleine, denn die FED legt ja erst am 1. Mai nach, wie das denn aussehen wird mit dem Zinsniveau im Sommer. Natürlich sind die Markterwartungen in Europa eher so, dass die Wahrscheinlichkeiten steigen, dass im Juni die Zinsen tatsächlich erstmals wieder gesenkt werden. In den USA nehmen die Wahrscheinlichkeiten immer weiter ab, dazu aber dann gleich mehr. Viel wichtiger diese Woche werden am Mittwoch und Donnerstag die Inflationszahlen in den USA. Das könnte natürlich für ein wenig Nervosität sorgen an den Märkten. Mittwoch die Verbraucherpreise und am Donnerstag dann auch noch die Produzentenpreise. Dann haben wir ein schönes Inflationsbild. Ja,
Denn die Nervosität könnte natürlich sehr schnell sich nochmal ergeben. Wir haben die letzten Monate, wir sehen es hier nochmal, natürlich keine Disinflation mehr erlebt, sondern eine hartnäckig hängende Inflationsrate, auch wenn die Kerninflation etwas runterkam. Das könnte sich natürlich im März fortsetzen. Zumindest rechnet der Markt im Konsens mal nicht mit weiter steigenden Monats-zu-Monats-Werten, sondern jetzt nochmal mit einem Plus von 0,3%. Das ist mal das, was erwartet wird. Alles, was drüber wird, glaube ich, könnte sehr viel Nervosität kommen, denn wie gesagt, auf dem Niveau im Moment sieht das nicht wirklich wie Disinflation aus, sondern dass die letzte Meile eine ziemlich rumpelig Angelegenheit wird. Denn wir haben schon wieder, es droht ein wenig Ungemach, einen Treiber für die kommenden Monate, was die Inflation angeht. Und das sind natürlich die zuletzt ziemlich stabil gestiegenen Ölpreise und damit vor allem die höheren Benzinpreise. Wir sehen es hier mal, seit Ende Januar sind die nämlich ziemlich kräftig wieder gestiegen. Das wird vor allem dann inflationsseitig ab April spannend. Wir sehen es eigentlich mal hier eingeblendet. Sollten die Benzinpreise nämlich tatsächlich weiter steigen, werden wir nämlich recht massive Vorjahreseffekte erleben. Das trifft uns dann aber erst im April. Im März gab es auch noch so ein paar Sachen, die disinflationär gewirkt haben. Also wird recht spannend sein, wie man dann am Ende aus der Nummer hier wieder rauskommt. Und wenn die Inflation weiter so hartnäckig bleibt oder hartnäckiger wird, womöglicherweise durch die Benzinpreise, sind wir natürlich in der Diskussion, die zuletzt deutlich an Fahrt gewonnen hat, oder vielmehr bei der Frage, naja, werden die Zinsen in diesem Jahr in den USA überhaupt sinken? Luca Pesarini hat das ja bei uns im Interview vor 2 Wochen, 3 Wochen war es, Pi mal Daumen, ja schon mal gesagt wurde, dass das sein Szenario ist, dass die Zinsen überhaupt nicht sinken werden. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass er ziemlich belächelt wurde, auch in den Kommentaren, um es höflich zu sagen. Gab da doch einiges an spöttischen Sprüchen. Mittlerweile nimmt die Zahl derer, die das für zumindest nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich halten, doch ziemlich zu. Es gab sehr viele Notenbanker in letzter Zeit, die sich zu Wort gemeldet haben in den USA, die gesagt haben, naja, könnte schon sein, dass es 2 Zinserhöhungen gibt, könnte aber auch sein, es kommt keine. Und ich war kurz vor Ostern, war es, bei einem Frühstück mit Philipp Vornran von Flossbach von Storch. Ihr kennt ihn alle, war ja schon oft bei uns zu Gast. Und auch Flossbach von Storch ist eher mittlerweile in dem Lager, dass sie sich sehr gut vorstellen können, dass die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr sinken werden. Denn wir haben ja auch eine nach wie vor sehr robuste Wirtschaft. Und wenn die Inflation dann eben so hoch bleibt, die Konjunktur nicht runterkommt, warum sollte die FED das Risiko eingehen, dass wir einen gegenläufigen Effekt bekommen? Naja, und ich habe es vorhin schon angesprochen, natürlich wird am Markt immer mehr an Zinssenkungsfantasie ausgepreist. Das ist natürlich eine Entwicklung, die wir jetzt schon seit längerem sehen und jetzt mittlerweile sind wir eigentlich nur noch runter auf 2. Und ganz interessant, eine Darstellung hier von Reuters. Und zwar haben die hier mal 2 Linien, und zwar die Juni- und die Dezember-Kontrakte der Chicagoer Börse. Und da sehen wir hier zum Beispiel, die obere Linie sind die Juni-Kontrakte, sprich, wo wir quasi, welches Zinsniveau wir im Juni haben werden. So ist es richtig. Und wir sehen, dass wir da schon am derzeit unteren Ende der aktuellen Zinsspanne mittlerweile entlanglaufen und auch die Dezember-Kontrakte steigen peu à peu weiter, was die Erwartungen an das Zinsniveau angeht. Noch sind wir beim FedWatch-Tool der Chicagoer Börse, wenn wir bei Wahrscheinlichkeiten sind, knapp über 50%, dass im Juni der erste Zinsschritt nach unten kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit nimmt eben auch sehr konstant seit vielen Wochen ab und ist noch ein weiter Weg bis Juni und deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass das so hundertprozentig sicher ist, dass wir im Juni tatsächlich eine Zinssenkung sehen. Die Logik ist logischerweise klar, wir haben einfach eine sehr robuste Wirtschaft. Wir können ja mal eben auch das GDP Now-Modell quasi, das ist ja so das Real-Time-Modell der Fed von Atlanta anschauen und wir sehen natürlich diese Überwachstumsraten, die wir im Februar da noch hatten, die sind ein bisschen runtergekommen mit der einen oder anderen Konjunkturzahl, aber wir sind nach wie vor für das erste Quartal bei einem Wachstum von 2,5% und das ist eben nichts, was wirklich einen Konjunktureinbruch anzeigt, den die Fed alarmieren könnte. So, und wenn man natürlich dann nochmal dazu packt, dass die Weltkonjunktur sich langsam aber sicher erholt, dann muss man ja eher davon ausgehen, dass die Wirtschaftslage tendenziell robuster bleibt, als jetzt wahnsinnig abschmiert.
Abschließend zum Ausblick von dieser Woche ist natürlich der Freitag sehr spannend, denn da ist endlich rum mit nur noch schnöden Konjunkturzahlen, Einkaufsmanager-Indizes, Inflation und vor allem Notenbanker-Zitate hoch und runter beten, denn dann gibt es endlich wieder richtig geile, harte Fakten in Form von Unternehmensgewinnen. Denn die Quartalsbilanzsaison fängt wieder endlich mal an. Am Freitag traditionell eröffnen die großen Banken in den USA, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi ist, glaube ich, auch dabei am Freitag noch. Der Rest der großen Banken folgt am Montag und dann die Woche drauf geht so langsam aber sicher mit dem Rest im S&P 500 los. Spannend wird natürlich jetzt in diesem Umfeld so ein bisschen, wird natürlich auch einige Ausblicke geben, wie denn das Gesamtjahr wohl so laufen könnte, wenn man mal die ersten 3 Monate quasi im Detache hat, sozusagen als Unternehmen. Das wird sehr interessant. Ansonsten sollte es eigentlich keine allzu wilde Bilanzsaison werden, denn zumindest sollte es nicht allzu viele Enttäuschungen geben. Das wäre sehr überraschend, denn die Latte liegt schon wieder ziemlich tief. Das hatten wir, glaube ich, im 4. Quartal war das auch schon mal so, denn die Erwartungen sind und auch die Gewinnschätzungen der Analysten sind in den vergangenen Wochen ganz schön nach unten zusammengestrichen worden. Für das erste Quartal, da werden wir wohl eher eine kleine Delle sehen. Wenn man mal die Schätzungen von Sachs Research nimmt, dann werden wir auf jeden Fall im S&P 500 im ersten Quartal nur ein Gewinnwachstum von 2,1% sehen. FactSet und Bloomberg, meine ich, sind etwas höher bei knappe 3%, aber auch das wären doch eine deutliche Delle nach unten im Vergleich zu den 6,5% im 4. Quartal 2023 und ihr seht es, auch im 2. Quartal soll es dann wieder richtig rund gehen mit einem Plus von 8,6%. Und damit kommen wir zur Geldidee in dieser Woche und das ist ausnahmsweise mal ein einzelnes ETF. In diesem Fall weder Werbung noch natürlich eine Empfehlung. Ihr wisst, immer erstmal nur als Inspiration gedacht. Uns kam es so ein bisschen um die Ecke, letzte Woche oder so hatten wir das schon vor den Füßen, aufgrund der Performance und weil man natürlich immer mal, das so ein Marktumfeld ist, wo ja gerade auch Stockpicking immer wichtiger wird und vielleicht auch mal interessanter ist, abseits der klassischen passiven Index-ETFs ein wenig sich umzuschauen, wo man vielleicht auch mal die eine oder andere Outperformance herholen könnte. In dem Fall ist es ein aktives ETF, Smart Beta ETF, das quasi die üblichen Faktoren, qualitativ, Momentum und so weiter und so fort reinfiltert und versucht dann das Beste quasi rauszuholen oder zumindest den besten Faktor überzugewichten. Und besonders gut funktioniert das in letzter Zeit offensichtlich bei den Quant-Strategen von Invesco. Die hatten wir ja auch schon mal zu Gast. Bernhard Langer ist da ja ein ganz großer. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr hier schon mal zu Gast. Wir blenden ihn mal ein an der Stelle, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und zwar sehen wir mal die Entwicklung der vergangenen 3 Jahre. Und die obere Linie ist der Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multifactor ETF. Vielleicht sollten wir mal mit den Kollegen von Invesco, wir kennen die ja sehr gut, reden. Vielleicht haben die auch mal noch einen schmissigeren Namen parat als das. Ja, vorneweg sind da ESG-Kriterien mit dabei. Das gehört heute irgendwie zum Ton. Das soll heute aber nicht der Punkt sein, denn viel spannender ist natürlich das quantitative Modell, das Invesco da dahinter liegen hat. Und offensichtlich funktioniert das ziemlich hervorragend, denn in den vergangenen 3 Jahren konnte das ETF ziemlich gut den Markt outperformen, und zwar sowohl MSCI als auch Nasdaq und S&P 500. Und das war nicht nur eine kleine Outperformance, das kann man sagen. Auf 3 Jahre liegt die nämlich bei mehr als 25%. Und das Ganze trotz den Mag 7 im vergangenen Jahr. Und wir haben ja auch von letztem Jahr noch den Kollegen Jasper Nate im Ohr, der ganz viele Modelle hat laufen lassen, die gezeigt haben, dass es quasi fast keine Möglichkeit gab, den S&P 500 zu schlagen. Anyway, offensichtlich schaffen es die Quantstrategen nämlich schon. Und auch der kurzfristige Vergleich, die vergangenen Monate, da sieht man, dass das Modell von Invesco wohl nicht nur einen guten Tag oder ein gutes Jahr hatte, denn auch in den vergangenen 3 Monaten hat das ETF den Markt ziemlich gut outperformt. Und dann schauen wir doch mal, was da im Moment so alles drin ist. Länder Exposure ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. 67,7% USA, knapp 10% Japan als zweitgrößte Position, war ja auch der quasi am besten performende Markt in den vergangenen Monaten. Sektorverteilung ist tatsächlich doch deutlich ausgewogener.
IT ist tatsächlich im Moment nur mit 25% gewichtet, Financials sogar mit 20%, zweitgrößter Bereich. Und dann kommen auch schon die Industrials. Also wenn da nicht schon mal dieses Zykliker-Thema, das in den letzten Wochen ganz gut lief, schon im ETF aufgegriffen ist. Und wenn man natürlich noch in die Top-Positionen reinschaut, dann sieht man natürlich, irgendwo muss die Performance herkommen, sind auch Werte drin wie Microsoft, Nvidia, Broadcom und Meta. Apple, Amazon und Alphabet sind nicht mit von der Partie. Auch da hat das ETF offensichtlich ziemlich einiges richtig gemacht in letzter Zeit. Natürlich neben dem Tech-Sektor große Positionen sind noch Finanzwerte wie JP Morgan und dann ist natürlich auch Healthcare, das sehr gut zuletzt gelaufen ist, auch nochmal ganz ordentlich vertreten mit Cardinal Health, der weltweit drittgrößte Großhändler für pharmazeutische und medizinische Produkte, und dann noch Cencora, das ist ein Arzneimittel-Großhändler. Nicht hier mit auf der Liste, die kommt ein bisschen weiter unten, aber tatsächlich auch noch ganz spannend, unter anderem mit im Portfolio sind Danone, Coca-Cola und die gute alte Münchner Rück. Den Link zum ETF bzw. die ISIN packen wir euch natürlich hier unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, weder Werbung noch eine Empfehlung. Schaut es euch gerne mal an. Mich würde natürlich auch interessieren, seid ihr mit aktiven ETFs? Das ist ja im Moment so ein sehr stark aufkommendes, großes Thema im ETF-Markt. Seid ihr da eher investiert oder sagt ihr, ist nichts für mich. Ich bin mit meinem global diversifizierten passiven ETF-Depot voll zufrieden und dazu macht man auch ein bisschen Nvidia und Co. Also schreibt es gerne mal rein. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, das ist schon alles ziemlich spannend und die Invesco-Quant-Strategen, wie gesagt, sind schon State of the Art weltweit. Das ist schon ein großes Thema bei Ihnen. Deswegen, weil uns mal interessiert hat, wie Sie die Outperformance denn so schaffen und was genau dahinter steckt, haben wir schon organisiert ein Gespräch mit der Quantstrategin von Invesco, die unter anderem für diesen Fonds mit verantwortlich ist. Wir sind im Moment noch in der Terminfindung, deswegen kann ich es noch nicht genau sagen, aber Interview wird in den nächsten 3 bis 4 Wochen mal auf jeden Fall stattfinden, entweder hier in München oder in Frankfurt dann. Und dann wollen wir mal genau auf den Zahn fühlen, wie denn das alles so bei den Quantstrategen funktioniert. So, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, sagt die Mission Money, ich und Matze der Man hier hinter der Kamera, wie immer für die Treue und fürs Zuschauen und fürs fleißig kommentieren, so wollte ich sagen, und Kanal abonnieren sowieso und draufklicken. Erst recht, ich wünsche euch eine erfolgreiche Handelswoche. Wir machen jetzt zeitig Feierabend, weil Matze muss ja jetzt Bus fahren. Macht's gut, bis die Tage. Ciao.